Es gibt einen Moment in jeder Beziehung, der kaum jemals besprochen wird. Nicht der Moment des großen Streits. Nicht der Moment der Trennung. Nicht der Moment, in dem Worte fallen, die sich nicht mehr zurücknehmen lassen. Sondern ein viel stillerer Moment. Ein Moment, der so unscheinbar ist, dass die meisten Menschen ihn nicht einmal bemerken, wenn er geschieht. Es ist der Moment, in dem du aufhörst, wirklich zuzuhören. Nicht, weil du böse bist. Nicht, weil du diese Person nicht mehr liebst. Sondern weil du bereits weißt, was sie sagen wird. Weil du das Gespräch schon 100-mal geführt hast, zumindest in deinem Kopf. Weil du die Person vor dir längst durch das Bild ersetzt hast, das du von ihr trägst, und dieses Bild sprichst du an, nicht mehr den Menschen. Das ist der Beginn von etwas, das langsamer und gründlicher zerstört, als jeder Hass es je könnte. Die meisten Menschen glauben, dass Beziehungen an Konflikten scheitern. An Untreue, an Lügen, an unvereinbaren Unterschieden. Und manchmal stimmt das. Aber die häufigere, die stillere, die gefährlichere Wahrheit ist eine andere. Beziehungen sterben nicht durch zu viel Feuer. Sie sterben durch zu viel Kälte. Nicht durch Hass, sondern durch Gleichgültigkeit. Durch das langsame, kaum merkliche Verschwinden von echter Präsenz. Carl Jung verstand Beziehungen als eines der komplexesten psychologischen Phänomene, die der Mensch kennt. Nicht, weil sie zwischen zwei Menschen stattfinden, sondern weil sie gleichzeitig zwischen vier stattfinden. Dem, der du wirklich bist, dem Bild, das du von dir trägst, dem, der die andere Person wirklich ist, und dem Bild, das du von ihr trägst. Und das Problem ist, dass diese vier Wesen selten übereinstimmen. Wir verlieben uns nicht in Menschen. Wir verlieben uns in unsere Projektion auf sie. Das klingt desillusionierend. Aber es ist die Voraussetzung dafür, wirkliche Liebe überhaupt zu verstehen. In den frühen Phasen einer Beziehung, in dem, was man die Verliebtheitsphase nennt, projizieren wir massiv. Wir sehen in dem anderen Menschen das, was wir sehen wollen. Was wir brauchen. Was wir uns wünschen. Wir füllen die Lücken mit unseren Hoffnungen, unseren unbewussten Bedürfnissen, unseren unerfüllten Sehnsüchten. Und die andere Person tut dasselbe. Beide sehen einander durch den Filter ihrer eigenen psychischen Welt. Das ist nicht manipulativ. Es ist menschlich. Es ist unvermeidlich. Das Problem entsteht, wenn die Projektion nicht abgebaut wird. Wenn der Mensch vor uns nie wirklich zu einer separaten, eigenständigen, fremden Person werden darf, sondern immer nur die Rolle spielen soll, die wir ihm zugedacht haben. Und hier beginnt das, was Beziehungen wirklich zerstört. Nicht der Hass auf die andere Person, sondern die Weigerung, sie wirklich zu sehen. Jung beschrieb diesen Prozess mit einer Präzision, die einen schaudern lässt. Er sagte, dass wir in der anderen Person häufig zunächst den Animus oder die Anima erleben, jenes innere Bild des anderen Geschlechts, das tief in der Psyche verwurzelt ist. Ein Bild, das nicht aus der realen Person stammt, sondern aus unserer eigenen inneren Welt. Aus unseren frühen Erfahrungen, aus unseren unintegrierten Sehnsüchten, aus Mustern, die sich lange vor dieser Beziehung geformt haben. Das bedeutet, wenn wir jemanden leidenschaftlich lieben, lieben wir oft zunächst ein inneres Bild. Und wenn diese Liebe in Enttäuschung umschlägt, ist es oft nicht die Person, die sich verändert hat. Es ist das Bild, das zu bröckeln beginnt. Das ist eine erschreckende Erkenntnis für jeden, der eine tiefe Beziehung kennt oder gekannt hat. Denn sie stellt die Frage, habe ich je wirklich diese Person geliebt oder habe ich meine eigene Projektion geliebt? Und die noch schwerere Folgefrage, wurde ich je wirklich geliebt oder war ich selbst nur eine Projektionsfläche für jemand anderen? Diese Fragen haben keine einfachen Antworten. Aber sie öffnen etwas. Sie machen Raum für eine Art von Ehrlichkeit, die in den meisten Beziehungsgesprächen fehlt. Denn das Gefährlichste in einer Beziehung ist nicht der Streit. Es ist das Schweigen, das entsteht, wenn man aufgehört hat, sich wirklich zu fragen, wer die Person neben einem ist. Das Schweigen der Selbstverständlichkeit. Das Schweigen des Nicht-mehr-Staunens. Erinnerst du dich an den Moment, in dem du diese Person zum ersten Mal wirklich wahrgenommen hast? Die Art, wie sie etwas sagte, eine Geste, ein Blick? Diese Intensität der Wahrnehmung, dieses Gefühl, etwas Neues zu entdecken? Wann ist das verschwunden? Und warum? Jung sprach von der Notwendigkeit, den anderen Menschen als Fremden zu erhalten. Nicht als Feinden,
sondern als jemanden, den man nie vollständig kennt. Als jemanden, der immer noch überraschen kann, immer noch unbekannte Seiten hat, immer noch ein Geheimnis ist. Denn nur in dieser Offenheit, in dieser Bereitschaft, nicht alles zu wissen, kann echte Begegnung stattfinden. Wenn wir aufhören, jemanden als Fremden zu erleben, hören wir auf, ihn wirklich zu begegnen. Wir begegnen nur noch unserer Erinnerung an ihn, unserem Urteil über ihn, unserem Bild von ihm. Und ein Bild kann man nicht lieben. Man kann ein Bild besitzen. Man kann es bewundern. Man kann es festhalten. Aber lieben im tiefen, echten, lebendigen Sinne des Wortes kann man nur etwas, das atmet, das sich bewegt, das sich verändert, das einem manchmal fremd ist. Das Gefährlichste in einer Beziehung ist also nicht, wenn zwei Menschen sich zu sehr hassen. Es ist, wenn sie sich zu gut zu kennen glauben. Denn das Gefühl des Kennens ist oft eine Illusion. Eine bequeme, beruhigende Illusion, die das Denken abschaltet und die Wahrnehmung einschläfert. Wir kennen das Verhalten der anderen Person. Wir kennen ihre Muster, ihre Reaktionen, ihre Schwächen. Aber kennen wir wirklich, was in ihr vorgeht? Kennen wir ihre innere Welt, ihre Ängste, ihre Träume, die Dinge, die sie nie laut sagt? Oder sind wir längst aufgehört zu fragen? Hier liegt ein weiteres psychologisches Phänomen, das Jung beschrieben hat und das in Beziehungen eine fatale Rolle spielt: die Gewohnheit der Projektion ohne Korrektur. Wir projizieren auf andere, das ist unvermeidlich. Aber in gesunden, lebendigen Beziehungen gibt es einen Mechanismus, der die Projektion korrigiert: echte Begegnung, echte Gespräche, echte Überraschungen. Momente, in denen die andere Person uns zeigt, dass sie nicht das ist, was wir dachten, und wir bereit sind, das zu akzeptieren. Wenn diese Korrektur aufhört, wenn keine echten Begegnungen mehr stattfinden, weil beide Seiten glauben, alles zu wissen, dann beginnt die Beziehung, in ihren eigenen Projektionen zu ersticken. Nicht dramatisch, nicht laut, sondern still. Wie ein Feuer, dem langsam die Luft entzogen wird. Und das Erschreckende daran, beide Seiten spüren es. Beide spüren diese zunehmende Leere, diese wachsende Distanz, dieses Gefühl, nebeneinander zu leben, statt miteinander. Aber weil es keinen klaren Auslöser gibt, weil niemand etwas offensichtlich Falsches getan hat, weil es keinen dramatischen Moment gibt, auf den man zeigen kann, bleibt es unbenannt. Und das Unbenannte wächst. Das ist das Gefährlichste, nicht der Schmerz, der benannt wird, sondern der stumm bleibt. Jung verstand, dass die tiefsten Verletzungen in Beziehungen nicht durch explizite Grausamkeit entstehen, sondern durch das Fehlen von echtem Kontakt. Durch das Gefühl, neben jemandem zu sein, der dich anschaut und trotzdem durch dich hindurchschaut. Durch das Gefühl, zu sprechen und nicht wirklich gehört zu werden. Durch das Gefühl, da zu sein und trotzdem zu fehlen. Diese Art von Einsamkeit, die Einsamkeit in einer Beziehung, ist nach Jung eine der tiefsten Formen menschlichen Leidens. Weil sie die Schutzfunktion der Einsamkeit nicht hat, die Klarheit, das Alleinsein zu wissen. Sie ist stattdessen eine Einsamkeit, die sich hinter Nähe versteckt, die sich in der Wohnung einer anderen Person ausbreitet, am Tisch beim Abendessen, im Bett. Und warum geschieht das? Warum lassen wir zu, dass echte Verbindung durch das Bild der Verbindung ersetzt wird? Hier kommt der Schatten ins Spiel in einer Weise, die in Beziehungsgesprächen selten angesprochen wird. Wir halten Distanz, weil Nähe gefährlich ist. Weil echte Nähe bedeutet, wirklich gesehen zu werden. Und gesehen zu werden, nicht das idealisierte Bild, sondern das rohe, ungefilterte Selbst, ist eine der beängstigendsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Also schützen wir uns. Durch Routine. Durch Rollen. Durch die sanfte, unsichtbare Mauer der Gewohnheit. Wir spielen den Partner, den Freund, den Elternteil und vergessen dabei, die Person zu sein, die wir wirklich sind. Und die andere Person tut dasselbe. Und irgendwann spielen zwei Menschen füreinander eine Rolle, ohne dass einer von beiden es bewusst entschieden hat. Das ist kein Verrat. Es ist Angst. Eine sehr menschliche, sehr verständliche Angst vor dem, was passiert, wenn jemand wirklich sieht, was in uns ist und sich abwendet. Aber diese Angst hat einen Preis. Den Preis der echten Begegnung. Und das bringt uns zu der Frage, die vielleicht schwieriger ist als alle anderen.
Was wäre, wenn du in deiner wichtigsten Beziehung, egal ob sie noch besteht oder bereits beendet ist, nie wirklich da warst? Nicht absichtlich, nicht böswillig, sondern weil du dich geschützt hast? Weil du das Bild aufrechterhalten hast, das die Beziehung zu brauchen schien? Und umgekehrt, was wäre, wenn die andere Person nie wirklich da war, nicht weil sie dich nicht liebte, sondern weil sie selbst nicht wusste, wie sie da sein konnte? Diese Fragen verändern etwas. Sie nehmen dem Schmerz einer gescheiterten Beziehung die scharfe Kante der Schuld und ersetzen sie durch etwas Komplexeres, Menschlicheres, das Verständnis, dass wir alle in unseren eigenen Projektionen, unseren eigenen Ängsten, unseren eigenen unintegrierten Schatten gefangen sind und dass Beziehungen der Ort sind, an dem das am sichtbarsten wird. Jung glaubte, dass Beziehungen nicht trotz dieser Komplexität wertvoll sind, sondern wegen ihr. Weil kein anderes menschliches Erleben uns so direkt mit unserem eigenen Unbewussten konfrontiert wie die Nähe zu einem anderen Menschen. Weil kein anderer Spiegel so klar und so schonungslos zeigt, was in uns ist, wie das Verhalten dessen, den wir lieben. Das bedeutet, jede Beziehung, auch eine gescheiterte, auch eine schmerzhafte, auch eine, die nie das geworden ist, was sie hätte sein können, ist ein Ort der Erkenntnis. Nicht nur über die andere Person, sondern über uns selbst. Was hat dir diese Beziehung über dich gezeigt? Nicht, was hat sie dir angetan? Nicht, wer war schuld? Sondern, was hast du in ihr über dich erfahren, das du ohne sie nie gesehen hättest? Das ist die Frage, die Beziehungen von bloßen Ereignissen zu Erfahrungen macht. Die aus Verlust Erkenntnis macht. Nicht als Trost, nicht als Rechtfertigung für den Schmerz, sondern als die ehrlichste Art, das, was war, zu würdigen. Denn vielleicht ist die tiefste Wahrheit über Beziehungen diese: Sie enden nicht, weil Menschen sich hassen. Sie enden, weil Menschen aufgehört haben, sich wirklich zu sehen. Und das Erschreckende daran ist nicht, dass es passiert. Das Erschreckende ist, wie leise es passiert. Wie unmerklich. Wie sehr es sich nach Normalität anfühlt, während es geschieht. Die Frage, die ich dir mitgebe, ist keine, die sich leicht beantworten lässt. Aber sie ist vielleicht die wichtigste Frage, die du in Bezug auf die Menschen stellen kannst, die dir nahestehen oder nahestanden. Siehst du sie wirklich? Oder siehst du dein Bild von ihnen? Und wenn du lange genug mit dieser Frage sitzt, ehrlich, ohne Ausweichen, wirst du vielleicht etwas entdecken, das unbequem ist. Aber in diesem Unbehagen liegt mehr Lebendigkeit als in jeder bequemen Antwort, die du dir je gegeben hast. Wenn dieser Kanal ein Ort ist, an dem du bereit bist, solche Fragen zu stellen, Fragen, die nicht auflösen, sondern öffnen, dann abonniere jetzt und aktiviere die Glocke. Denn hier geht es nicht darum, Beziehungen zu erklären. Es geht darum, ehrlicher hinzuschauen auf andere und auf dich selbst.